Mein Name ist Michael Knape, ich bin Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen und damit auch zuständig für den Ortsteil Veltheim, dem ersten und einzigen autarken Dorf in ganz Deutschland. Und deswegen befinden wir uns hier mittendrin in der Realität der Energiewende. Mein Name ist Barbara Rahl, ich bin hier im Landkreis Potsdam-Mittelmark die Klimaschutzmanagerin. Und wir sind heute hier in Veltheim. Veltheim ist ein Ort, der Strom und Wärme selbst herstellt, und zwar CO2-neutral, also ohne Treibhausgase. Wir haben ja hier sagen wir Mitte der 90er Jahre angefangen, weil wir auf dem Höhenzug des Fleming sind, mit der Windenergie. Wenn ich sage wir, dann sind es von Anfang an, und deswegen verstehen wir uns eben auch so, sowohl die Partner aus der Wirtschaft, die Bevölkerung, die Verwaltung, die Genehmigungsbehörden. Und deswegen werden Sie mir nachsehen, dass ich immer wieder vom Wir reden. Ich denke, die Innovation ergibt sich sowohl aus dem Prozess, dass wir also versucht haben, miteinander unterwegs zu sein, darüber zu reden, zu experimentieren. Denn ich sage mal, das, was wir heute hier sehen, wäre vor 20 Jahren ja so in Gänze nicht auf dem Reißbrett möglich gewesen. Man hat also Beteiligungsformate gefunden, um die Bürger wirklich mitzunehmen, einzubinden, dabei sein zu lassen. Und das auf einer eher niedrigschwelligen Ebene. Das ist also die erste Innovation aus unserer Sicht. Und die zweite Innovation war einfach sozusagen das, was man gedacht hat, auszuprobieren und umzusetzen. Sprich also ein eigenes Stromnetz zu errichten, was ja, sage ich mal, zu der Zeit um 2007, 2008 ja illusorisch klingt, weil Strom in Deutschland kommt aus der Steckdose zentral und dann macht man sich darüber keine Gedanken. Und wir haben aber gesagt, nein, wir wollen das tatsächlich eben auch zeigen, dass erneuerbare Energien eben aus unserer Sicht auch wettbewerbsfähig sind, wenn in dem Fall der Staat eben auch einfach mal loslässt. Die Idee, hier komplett autark zu werden, ist gewachsen. Wie gesagt, wir haben mit der Windkraft angefangen, waren dann autark in der Stromversorgung. Und dann kam ein Jahr, in dem es die Landwirtschaft sehr, sehr schwer hatte. Das heißt, die Getreidepreise, die Marktpreise sind gesunken, die Energiepreise sind gestiegen. Und in dem Jahr hat man sich gedacht, Mensch, wir sind schon autark in der Stromversorgung, lass uns doch auch autark in der Wärmeversorgung werden. Und das war der Punkt, wo man noch einmal stark investiert hat in die Biogasanlage. Die Biogasanlage in Veltheim wird ungefähr zur Hälfte mit Maissilage und mit Gülle betrieben. Die Schweine wohnen gleich nebenan. Und die Veltheimer Landwirte sind auch stolz darauf, dass also wirklich alle Inputstoffe aus der Region, also aus ihren eigenen Feldern stammen. Wir haben keinerlei Maisimport, sondern die Fläche des Landwirtschaftsbetriebes hier, 1400 Hektar, reichen aus, um sowohl das Vieh als auch die Biogasanlage zu versorgen. Das ist auch wichtig, wenn man über CO2-Emissionen spricht, dass diese endlosen Transportwege wegfallen. Die Landwirte haben durch den Energieverkauf eine feste Einnahme. Das heißt, die Landwirte betreiben die Biogasanlage, sie haben die Inputstoffe und verkaufen die Energie, also tatsächlich pro Kilowattstunde Verbrauch. Also wir müssen ehrlich sein. Also der Landwirt ist zuerst Landwirt, weil er für unsere Versorgung, und zwar für die Ernährung, da sein soll und da sein muss. Aber es ist eben deutlich geworden, dass man eben auch die Energiewirtschaft durchaus mit einbinden kann. Es wird nie die Versorgung für die Ernährung ablösen, soll es auch gar nicht, sondern es soll ergänzen. Und das ist, denke ich, hier ganz gut gelungen. So konnten wir eben Arbeitsplätze sichern. Dann ist es jetzt hier in Veltheim eben auch eine 24/7 rund um die Uhr Versorgung und Absicherung erforderlich. Und die wird eben vor Ort betrieben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch der Agrargenossenschaft, Agrargesellschaften, die hier unterwegs sind, mit den Potenzialen eben Pflanzen anzubauen, die eben auch als solche in dem Kreislauf genutzt werden können. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es auch eine Biogasanlage, die komplett zu 100% mit Reststoffen betrieben wird. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also man kann Biogas 100% aus Reststoffen erzeugen. Und ein landwirtschaftlicher Betrieb, der jetzt sowieso Maissilage für seine Viehhaltung hat, der nimmt eben die Randbereiche oder die verschmutzten Anteile und packt die in die Biogasanlage. Einer dieser Landwirte ist Jürgen Frenzel, auch Agenda 21 Preisträger, also ist ausgezeichnet worden für Nachhaltigkeit. Und er sagt, dieses System ist wirtschaftlich. Also er hat etwa 40% der Energieausbeute verglichen mit einer reinen Maisanlage. Spart sich aber dafür auch eine ganze Menge Kosten. Also er braucht keine Felder, keinen extra Anbau, keine Verarbeitung, keine Lagerung für dieses zusätzliche Biogas. Und damit rechnet es sich dann wieder mit diesen 40%. Ich würde es auf jeden Fall für sinnvoll halten, Landwirte dabei zu unterstützen, Biogasanlagen für die Wärmeerzeugung zu nutzen.
Es ist leider so, dass viele Biogasanlagen nur zur Stromerzeugung genutzt werden, was ich gar nicht verstehen kann, weil die Wärme eigentlich ein Abfallprodukt ist, das man relativ leicht auch für die Wärmeerzeugung, also für die Nutzung in den umliegenden Haushalten sehen sollte. Was die Wärme angeht, die Biogasanlage kam ja in einer Zeit, als viele gerade damit zu kämpfen hatten, dass ihre alte Ölheizung jetzt doch so langsam den Geist aufgibt und erneuert werden muss. Und dadurch, dass man die Wärme eben hier an einem zentralen Ort erzeugt, konnte sich jeder einzelne Haushalt die Heizungsanlage sparen. Es ist auch so, dass Biogas eine sehr gute erneuerbare Quelle ist, weil sie sowohl speicherbar als auch regulierbar ist. Also der Gärprozess selber ist schwierig regulierbar, aber der angeschlossene Generator, der die Wärme erzeugt, den kann ich ja rauf und runter drehen, je nach Bedarf. Und der Speicher ist oben in der Biogasanlage diese Haube, in der das Methangas lagert oder zwischengespeichert ist. Und davon kann ich jederzeit mehr oder weniger nutzen. Die Unabhängigkeit ist ja nicht nur in der Stromversorgung, sondern auch eine gewisse Unabhängigkeit von Öl- und Gasimporten international. Also man kriegt ja auch mit, was zum Teil für Aufwand dahinter steckt, dass unsere Gaspipelines eben genau so funktionieren, wie wir sie jetzt haben. Da ist es schon ganz schön zu wissen, dass wir die Wärme auch vor Ort erzeugen können. Ja, wir haben, denke ich, relativ zeitig ja gemerkt, dass man eben schauen muss, wo gibt es welche Ressourcen. Nicht jeder hat die gleichen Rahmenbedingungen. Es gibt nicht überall genug Wind, es gibt nicht überall genug Sonne, es gibt nicht überall genug Anbauflächen für die Biogasanlagen. Aber jeder hat etwas. Und das haben wir hier, denke ich, ganz gut zusammengetragen und haben gesagt, die Ressourcen, die wir hier haben, wollen wir zuallererst dezentral nutzen, weil sie dezentral erzeugt werden. Und das war dann am Ende irgendwie das Ergebnis dessen, was wir heute sehen, dass wir sagen, wir haben eine dezentrale Erzeugung von erneuerbaren Energien, die wir zuerst dezentral nutzen und dann natürlich eben auch in die große weite Welt schicken. Im Strombereich haben wir auch ein sehr, sehr großes Projekt, das sogenannte regionale Regelkraftwerk. Das ist auch ein Speicher, aber in erster Linie eben ein Regelkraftwerk. Das heißt, es ist dazu da, das Stromnetz stabil zu halten, und zwar das Stromnetz in halb Deutschland. Also das Regelkraftwerk in Veltheim hält das Stromnetz in halb Deutschland stabil. Gerade vor dem Hintergrund, dass die erneuerbaren Energiequellen ja sehr stark schwanken, mal viel Wind, mal wenig, mal scheint die Sonne, dann kommt plötzlich eine Wolke, dann kommt eine Windböe und dieses, ich nenne es mal Durcheinander, laienhaft, dieses Durcheinander gleicht das Regelkraftwerk aus und sorgt dafür, dass der Strom immer gleichmäßig aus der Steckdose kommt. Für den Fachmann hieß es dann, das Regelkraftwerk sorgt mit Primärregelleistung dafür, dass das Netz auf 50 Hertz stabilisiert wird. Also wir haben ja hier eben auch einen Batteriespeicher eingebaut, der nicht für Veltheim ist, sondern eben einfach netzrelevant ist. Und ich denke schon, dass das ein weiterer Baustein sein kann, eben auch im dezentralen Bereich dann eben auch wirklich eine Energieversorgung sicherzustellen. Ja, der Erfolg in Veltheim liegt zum ersten natürlich daran, dass es einen Menschen gab, der sich darum gekümmert hat, der das Ganze vorangetrieben hat. Ein großer Erfolgsfaktor ist auch, dass man die Menschen vor Ort mitgenommen hat, und zwar bevor die Anlagen gebaut wurden. Was heute nicht mehr funktioniert, ist, dass irgendwo der große Investor um die Ecke kommt und sagt, das machen wir jetzt und baut es dahin. Die frühe Beteiligung der Bürger und der Anwohner hat eben zur Konsequenz, dass man einfach mal deren Bedenken hört, dass sie auch Chance haben, ihre Bedenken und auch ihre Angst zu äußern. Es ist ja so, dass viele Menschen einfach Angst vor Neuem haben. Wenn ich nicht weiß, wie eine Windkraftanlage aussieht, wie sie sich anhört, was sie mit mir macht oder auch nicht mit mir macht, weil es das bisher nicht gegeben hat, dann muss man das absolut ernst nehmen und dann muss man die Leute auch mitnehmen und ihnen zeigen, Fragen beantworten. Also mir ist unheimlich wichtig, dass Menschen auch wirklich in den Windpark kommen und sich ihr eigenes Bild machen. Also bei den Führungen bleibe ich auch bewusst stehen im Windpark und sage, so, jetzt lasst bitte mal alle die Füße still und horcht bewusst hier rein. Wir stehen jetzt mitten im Windpark. Hört bitte selber mal, wie hört sich das an, was kann ich hören, was kann ich nicht hören. Und das ist unheimlich schön, auch wenn die Leute dann merken,
boah, das habe ich mir schlimmer vorgestellt und das ist ja ganz leise hier. Es gibt natürlich auch eine finanzielle Beteiligung der Bürger. Also viele Veltheimer sind Landbesitzer, die ihr Land verpachten an die Agrargenossenschaft oder eben an die Windparkbetreiber. Und dadurch kann man auch eine ganze Menge Pachteinnahmen erhalten. Und natürlich ist es ein unheimlich wichtiger Faktor auch, dass die Leute vor Ort auch finanziell beteiligt sind. Also die Partizipation, die man dabei hat, dass also die Bürger selbst das in der Hand haben, mitentscheiden, nicht die Politik, nicht der Bürgermeister und auch nicht der Ortsbürgermeister, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die den Nutzen davon haben, entscheiden über das Wohl und Wehe, wie das Ganze mit organisiert wird, wie die Preisgestaltung ist. Wollen wir eine hohe Rendite haben oder wollen wir einen niedrigen Strompreis haben? Ich sage immer, die Veltheimer sitzen so zweimal am Tisch, einmal als Kunde und einmal als Unternehmer. Der Unternehmer möchte Rendite, der Kunde möchte günstigen Strompreis oder günstige Energiepreise haben. Und das entscheidet aber nicht irgendwer, sondern die mit sich selbst. Ich sage immer nachts im Bett. Veltheim hat hier seine eigenen Stadtwerke gegründet, nennt sich Veltheim Energie GmbH & Co. KG. Der Vorteil daran ist, dass die Veltheimer selbst darüber bestimmen, wie teuer ihr Strom ist und wie sie die Investitionen und die Erlöse untereinander aufteilen. Man hat hier feste Strompreise für 10 Jahre jeweils. Man hat eine Handvoll Veltheimer, die dort mitentscheiden. Und dann haben aber die Bürgerinnen und Bürger eben zum Beispiel den Vorteil, dass sie gut jetzt 20 Cent, also gut 40-50% unter dem liegen, was der örtliche Regionalversorger an Strompreis aufrufen muss, weil man allerdings auf der anderen Seite auch die Belastung vor der Tür hat. Also wenn man sich aus dem Haus bewegt, wird man natürlich, wie hier im Hintergrund, die Windkraftanlagen eben immer sehen. Sie sind Bestandteil des Lebens. Ich möchte nochmal das Augenmerk darauf lenken, dass der Klimawandel in vollem Gange ist. Also die Erwärmung haben wir gemerkt. Wir haben den heißen Sommer 2018 gesehen. Ich selbst bin bei der Feuerwehr. Wir haben Waldbrände bekämpft, so groß, wie wir sie hier schon lange nicht mehr hatten. Das muss ich doch auch mal in Relation setzen zu irgendeinem vielleicht veränderten Landschaftsbild. Also wie stark ist das Landschaftsbild verändert, wenn der Wald abbrennt, wenn die Äcker trocken sind, wenn ich vor Dürre überhaupt kaum mehr ernten kann. Da muss man doch mal eine Relation finden und kann nicht auch noch die Leute ausbremsen, die dafür sorgen, dass wir weiterhin Energie haben. Auch in den verschiedenen Dingen, die wir jetzt hier mit der Windkraft haben. Klar, jetzt ist eine relativ hohe Belastung mit weit über 50 Anlagen. Die technische Entwicklung geht weiter, die Leistungsfähigkeit steigt und wir sind gerade mitten dabei, uns für die nächsten 20 Jahre aufzustellen. Und das bedeutet, dass ungefähr nur noch die Hälfte der Anlagen benötigt würde, um das Gleiche und eigentlich noch mehr Energie zu erzeugen. Also in Veltheim stehen 55 Windkraftanlagen und das ist natürlich so, dass man die nicht für Veltheim braucht, sondern dass damit in das deutsche Netz eingespeist wird und dass wir damit große Teile von Potsdam und Berlin mitversorgen. Wir sind in der Energiewende relativ weit. Wir sind also in der Stromwende relativ weit, aber in der Wärmewende hinken wir noch ein bisschen zurück. Was ich mir wünsche, ist, dass wirklich jede Form der Wärme vor Ort genutzt wird. Abwärme aus der Industrie wirklich verplant wird für die umliegenden Häuser. Was ich mir für Privathaushalte wünsche, die jetzt zunehmend Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer packen wollen, dass man da auch wirklich über Solarthermie nachdenkt. Denn den Strom kann ich überall hin transportieren, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Wärme zu transportieren ist eben schwieriger. Das heißt, als Besitzer eines Eigenheimes ist es eigentlich klüger, sich über die Wärme Gedanken zu machen und nicht so sehr über den Strom. Ja, die Entwicklungspotenziale beschäftigen sich maßgeblich eben darin, dass man also wirklich schaut, wie viel Energie brauchen wir wo. Und dass man wirklich bewusst sagt, wir produzieren zuerst den Strom dort, wo es möglich ist und nutzen ihn dann eben auch möglichst dort, wo er produziert wird. Verkürzt die Wege, verkürzt eine Menge Probleme,
und schafft eine ganze Menge Vertrauen. Und meine Wünsche sind eben einfach, lasst uns Experimentierräume in Deutschland zu. Lasst uns Rahmenbedingungen einfach mal erweitern oder lockern und haben nicht immer Angst davon, dass wir alles regeln müssten. Gerade wenn man bewusst die Bürgerschaft einbinden will, die Verantwortung, die Eigenverantwortung der Bürger eben auch mit nutzen möchte in diesem Prozess, dann muss man einfach mal eben auch loslassen. Die Bürger sind cleverer, als der Staat manchmal meint. Wozu ich raten würde, sehen Sie sich gerne funktionierende Technologien an. Gucken Sie, was Sie davon vor Ort umsetzen können. Also hat man eher Fläche oder hat man eher Abwärme aus der Industrie oder hat man Landwirtschaft, die Biogas und Dünger erzeugen kann. Also wenn man Veltheim irgendwo nachbauen wollte, lasst euch Zeit. Allerdings nicht zu lange, weil sonst überholt euch sozusagen die Entwicklung ein Stück weit. Wer seine Ressourcen vor Ort nutzt, sie einbindet und sie direkt eben auch sozusagen vervielfältigt in seinem Bereich, der hat riesige Chancen. Also ran, und Veltheim steht gern bereit, mit Beratung deutlich zu machen, wie es gehen kann.